Ihr habt gehört, Where's My Name? Bin ich tatsächlich die Inspiration für den Song gewesen. Ja, weil ich eine Dokumentation darüber gesehen habe, dass die Frauen in Afghanistan keinen eigenen Namen mehr haben, dass sie den abgeben. Sie heißen dann Mutter von sowieso oder Frau von sowieso. Und dass nicht mal, wenn sie sterben, auf ihrem Grabstein der Name dort versehen wird. Also das war für mich total schockierend und hatte ich bis dahin nicht gehört. Und es war ja auch ein Jahr, in dem die Taliban die Macht zurückbekommen haben und wir viele furchtbare Bilder gesehen haben. Und für mich ist das immer ganz, ganz furchtbar, so etwas zu sehen. Und man denkt irgendwie, man ist im Fortschritt angekommen und das kann doch eigentlich gar nicht mehr wahr sein. Und warum guckt die Welt zu, wenn solche Dinge passieren? Und dann gibt es halt junge Frauen, die sich dieser Kampagne zusammengeschlossen haben, die da heißt Where's My Name? Und ja, welche Macht hat man, sage ich mal? Also man kann tolle Organisationen unterstützen, die den Menschen helfen. Man kann es anderen Menschen erzählen, dass das Unrecht halt ja Wirklichkeit wird, dass niemand es vergisst. Und man kann als Künstler sicherlich auch die Worte auf der Bühne benutzen und hoffen, dass sich das ändert und Female Empowerment einfach ja eine Chance hat, überall auf der Welt. Und so ist Where's My Name entstanden. Ja, das ist richtig. Du hast gesagt, du möchtest gerne zu der Thematik etwas schreiben und wir hatten einfach uns auch voll drauf eingelassen, das zusammen zu erspielen, wie der Song klingen soll. Genau, ich lag nachts im Bett und hatte eine Melodie im Kopf, konnte nicht einschlafen irgendwie und ich habe dir die so ein bisschen, ja, stümperhaft vorgespielt. Und so haben wir angefangen, den Song zu schreiben. Ja, ein ruhiger Song, eine der doch anfänglich erstmal ruhigeren, ja, mit etwas bedrückender Stimmung auch vom Grundcharakter, mit ja, orientalischen Einflüssen. Und du sagtest, du hörst orientalische Klänge natürlich einmal aus der Natur der Thematik passt das und ist ja auch faszinierend, diese Art von Gesang. Also ich höre das auch unglaublich gerne, diese Art von Gesang. Ja, und wir haben das dann auch so gesteigert und ich glaube so irgendwie diese Idee dann nachher in so einen treibenden Zwischenteil zu gehen und sowas. Ich war anfangs, könnte ich mir gut vorstellen, aber ob dir das gefällt, war ich mir anfangs nicht sicher und dann doch, das könnte funktionieren und dann haben wir da dann doch nochmal so eine Sektion, die dann doch sehr eigentlich nach vorne geht, bevor es dann wieder in den finalen Chorus geht. Und Simon hat auf unseren Wunsch auch eine Instrumentenpremiere. Du hast dich an die Boran gewagt, die irische Handtrommel. Genau. Ja, das war spannend. Dein Challenge-Song sozusagen. Mein Challenge-Song, ja. Ja, ich habe dann einfach, weil irgendwie klar war, okay, ihr wünscht euch so eine Trommel dann, diese Boran. Habe ich einfach mir mal so eine Boran zugelegt und einfach mal so 2 Wochen mal so ein bisschen damit rumprobiert. Ja, und wie weit ich gekommen bin, hört man halt auf dem Song. Also es ist mir ein bisschen zugute gekommen, dass es schön simpel ist und naja, gut, ich meine, wenn man schon so als Schlagzeuger und Percussionist aktiv ist, man braucht ja ein Rhythmusgefühl und das kommt einem dann bei der Boran schon mal zugute. Das heißt, man kann viel von dem, was man schon kann, auch abrufen. Ja, genau. Und so hat es dann jetzt funktioniert. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich wollte gerade sagen, du hast auch ein bisschen Feuer gefangen, ne? Ja, ich finde es ein sehr schönes Instrument. Ja, eine Ergänzung auch zu dein Kit ist ja super cool. Aber so für die Ergänzung für die leiseren Töne, die manchmal schwierig dann auch umzusetzen sind, weil du dann irgendwie so am Kit sitzt. Ja, genau. Manche Dinge einfach, man muss ja irgendeinen Kompromiss eingehen, sonst müssen wir, glaube ich, demnächst in 2 Autos fahren und brauchen Bühnen, wo du alles Mögliche aufbauen kannst. So langsam kriege ich eine Vorstellung davon, wie viele Trommler, warum die alles Mögliche aufbauen. Ja, Mike Mangini-Gedächtniskit. Ja, ich wollte es gerade sagen. So langsam kriege ich eine Vorstellung davon, warum das Neil so ist. Peart Gedächtniskit. Oh ja.
ja, wie gesagt, also, aber ich finde, der Sound passt sehr, sehr schön in den Song. Und generell, also gefällt mir der Song auch sehr cool, wie der sich so entwickelt mit diesem Instrumentalpart und dann aber halt auch diesen starken Chorus, der ja, naja, mit einer sehr wichtigen Aussage verbunden ist, tatsächlich mit einer sehr aktuellen Aussage. Finde ich echt cool. The anger of a witch, calling the spirits of the elements, once a glorious fort, now wherever. Ja, Of Witches and a Pure Heart ist die erste Harzsage auf dem Album. Wir haben tatsächlich eine weitere Harzsage, wie auf dem Oblivion Tales Album. Und die Grundidee kam eigentlich, dass ich gerne mal einen Song mitschreiben wollte, der so einmal auch rein musikalisch so ein Song-in-Song-Konstrukt ist, aber auch lyrisch ein Song-in-Song-Konstrukt wird. Das heißt, der Song fängt an und in der Mitte des Songs geht es eigentlich in einen ganz anderen Song über und am Ende des Songs geht es wieder in den ersten Teil des Songs, also ein Song-in-Song-Konstrukt, wo auch die britische Progressive Metal Band Threshold nicht ganz unschuldig dran sind, die sowas regelmäßig auf ihren Alben tun, das sogenannte Song-in-Song-Konstrukt, und das sind auch ganz häufig die Songs, die mir von Threshold mit am besten gefallen, ob das Snowblind ist oder auch Mission Profile, die funktionieren irgendwie alle so ähnlich. Und ich dachte, irgendwie fände ich die Idee cool und das in einem akustischen Gewand auch mal zu haben. Und so ist es der längste Song auf dem Album geworden mit knapp 10 Minuten. Und er ist tatsächlich, hat auch so mit die härtesten, so wie man hart im akustischen Bereich sagen kann, aber es ist echt Akustik-Metal meets folkigen Storyteller-Momenten, ne? Was meinst du? Simon darf auch gerne mal zuerst mit der Percussion dazu was sagen zu dem Song. War sicherlich nur, also in der Recording-Session erinnere ich mich, du hast gesagt, das ist schon ein bisschen Challenge. Ja, ich glaube, ich war ein Wochenende hier im Studio, ne, und hatte irgendwie schon damit abgeschlossen, dass ich den Song bei einer anderen Session mache, irgendwann in der Zukunft. Und dann war aber so, ach ja, komm, das schaffen wir doch auch dieses Wochenende. Ne? Genau. Haben wir uns einfach mal dran gesetzt, hat sehr viel Spaß gemacht. Sind teilweise schon sehr fordernde Stellen drin. Ne? Aber sehr episch, sehr cool am Ende mit dem Reprise, was dann sehr energetisch ist. Ja, genau. Und aber auch irgendwie mit einer Sektion, die so ein bisschen ruhiger ist, wo viel Geschichte erzählt wird und so. Ist cool. Also der ist für mich tatsächlich auch wie Elisabeth, der dann später noch auf dem Album kommt, so wirklich so wie eigentlich vergleichbar mit einem musikalischen Hörspiel schon. Ne? Du hörst irgendwie so einer Geschichte zu. Und das finde ich, das hat so total was für sich irgendwie. Also ja, wenn wir da auch zum Text kommen, ist es wirklich eine Geschichtserzählung, die wenig auf wiederkehrende Melodien im Zwischenteil basiert, sondern es ist eigentlich eine gesungene Geschichte ohne viel textliche Reime, so ohne wirklich Phrasen in dem Sinne, die man jetzt wie in einem Gedicht hört oder in einem klassischen Songkonstrukt, sondern wirklich sehr Storytelling. Ne? Ein bisschen fordernd sicherlich auch, aber auch sehr interessant. Also ich fand das sehr cool. Ja, für mich war es ja der Song mit dem schwersten, zu dem ich irgendwie nicht gleich Zugang hatte, was aber nicht an dem Song an sich lag, sondern dass wir ja erst was völlig anderes mit diesem Song machen wollten. Es sollte ja erst keine Sage sein, sondern für uns, also für mich ist es so, wenn Martin die Sachen einspielt und wir Songstrukturen, das machen wir immer zusammen, absprechen, was braucht es, und dass man immer jemanden von außen hat, das finde ich total wichtig, der halt nicht mit Spielen oder Singen beschäftigt ist, sondern der halt immer guckt und sagt, nee, das ist auf dem Punkt, das reicht in den Durchgängen. Oder der dann halt sagt, nee, das reicht halt nicht, ich brauche noch was. Da bin ich noch nicht fertig mit gefühlt, kann das noch ein bisschen gespielt werden. Und wenn ich dann sitze und höre, wie Martin spielt, dann habe ich natürlich schon die Bilder für die Texte im Kopf. Dann ist das Spiel das, was mich zu den Geschichten inspiriert. Und da ich meine Geschichte dann über den Haufen werfen musste, war ich erstmal so ein bisschen...
war es gar nicht so leicht. Nee, war bei dem Song schwer. Aber dann hat es unglaublich Spaß gemacht, über die Hexen und Walpurgis sich tolle Sachen auszudenken. Und das Ilsetal ist natürlich eine super Inspiration. Jeder sollte da mal wandern gehen. Wunderschön und eine schöne Sage. Und ich finde, es sind auch tolle wiederkehrende Stellen in dem ganzen Song. Die Sage des Harzer Ilsetals. Wirklich eine schöne Geschichte, die wir da so ein bisschen vertont haben. Genau. Und ich glaube, der Song lebt auch viel von den keltischen Instrumenten von Jens Komnik. Ja. Und aber auch von der treibenden Kraft vom Band-Setup und nachher auch viele tolle gesangliche Momente, viele feine gesangliche Momente von Melli und zweistimmige Teile von uns und Matze, der viel mit dabei ist. Und am Ende die A-Cappella-Sektion ist irgendwie auch so einer dieser Momente auf dem Album, wo ich so sage, wow, cool, das ist auch sehr cool geworden, geht also in so eine A-Cappella-Sequenz dann am Ende raus. Und ja, lasst euch überraschen. Sicherlich mit der vielleicht forderndste Song der Zuhörerschaft auf der CD. Ja, da schlägt das Proggy-Herz schlägt höher und weiter, schneller. Freut euch drauf. Ja. Simon. Dein Songwriting-Debüt. Erinnerst du dich noch? Ja, doch. Ich bin ein großer Pirates of the Caribbean-Fan. Mal wieder, ihr merkt schon, ich liebe Filme, Kino. Ich erinnere mich noch, wie ich im Kino saß und das gesehen habe, wie die Skelette da animiert über den Boden laufen. Und ich war so beeindruckt und ich liebe diesen Klamauk und habe immer gesagt, die wilde See, über die möchte ich mal schreiben, weil ich glaube, das Meer, das lieben wir irgendwie alle, ne? Meer, Berge, so, das liebt jeder, da hinzufahren und es hat eine unglaubliche Anziehungskraft auf Menschen. Und dann so ein Mythos, ne? Dass die See eine unbändige Frau ist, deren Herz gebrochen ist, wie schön, ne? Ja. Und dann hast du dich ausgetobt, würde ich sagen. Ja, es ging so dann los, dass wir natürlich irgendwie auch unsere Mitmusiker dazu animieren wollen, wenn sie Ideen haben, die sie gerne auch mit einbringen dürfen. Und ich sagte, Simon, hast du nicht mal irgendwie irgendwas auf dem Schlagzeug, was... Eine rhythmische Idee. Eine rhythmische Idee, einfach zur Inspiration, um da mehr mitzumachen. Ja, und dann kam dieses Thema dabei raus, was du gespielt hast. Ja, dieses Riff halt, ne, dieses auch so ein bisschen polyrhythmisch an manchen Stellen. Habe ich hier einfach mal eingespielt, so demomäßig, und dann hast du es, glaube ich, einfach so für dich geloopt und Ideen dafür gesucht, ne? So kam dann... Ja, also es war eigentlich, Melli hatte ja eigentlich so an dem Refrain und an der Strophe eigentlich schon gearbeitet, hatte fertige Gesangsmelodien schon dafür fertig und wir haben uns irgendwann hingesetzt und das war eines der ersten Sachen, die wir auch gemacht haben, auf deine Strophe und auf deinen Refrain dann irgendwie Akkordfolgen so ich gebaut. Ich habe dir meine gezeigt und du hast dann daraus schöne gemacht. Und das stand so für sich dann, diese Strophe mit so einem Refrain und so einem Pre-Chorus, und dann stand das für sich, was Simon hatte, und irgendwie fügte es sich gut zusammen, dass man Simons Idee dann irgendwie auf die ich dann so einen Gitarrenriff gefudelt habe, was eigentlich auch so mit ich würde sagen, das Härteste auf dem Album ist, das Kräftigste, sehr Metal-lastig, eigentlich schon auf akustischen Instrumenten wieder gespielt. Und dass die Elemente gut zusammenpassen. Und dann haben wir die zusammengeführt und Simons Idee als Riff des Songs mit Mellis Ideen als die wesentlichen Strophen-Refrain-Parts, und ich habe dann nachher noch einen instrumentalen Zwischenteil dazu gegeben und dann war das fertig. Dann ist das eigentlich so eine
schöne Kollaboration aus 3 Komponisten geworden. Finde ich sehr spannend. Auch dann in der Mitte-Sektion so ein bisschen Flamenco vielleicht in die Richtung. Ja, genau. Es hat so lateinamerikanische Elemente. Ja. Und dann mit Jens und genau. Schön. Auch hat Spaß gemacht. Eine sehr, sehr coole Nummer geworden. Auch ganz anders haben wir noch nie vorher so gemacht. Bin gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr das hört.